Hallihallo, ihr süßen Mäuse, da bin ich wieder mit einem neuen Video. In meinem heutigen Video erzähle ich euch mal so ein bisschen, ja, was ich alles so tue, um mein Gewicht zu halten, wie ich insgesamt 10 Kilo abgenommen habe. Und ich bekomme dazu immer wieder Fragen. Ich bin natürlich schon in meinen Blogs darauf eingegangen, aber vor genau einem Jahr hat sich sozusagen mein ähm, Leben diesbezüglich verändert. Also ich habe halt angefangen, das zu tun, was ich jetzt gerade immer noch tue und wodurch ich es auch schaffe, mein Gewicht zu halten, ohne Jojo-Effekt, ohne Gewichtszunahme. Und ich aber nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwie mich quälen muss, dass ich hungern muss, dass ich Diät machen muss. Und ich dachte, vielleicht ist das für den einen oder anderen hier unter euch hilfreich. Oder falls du nur hier gelandet bist, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Auf meinem Kanal geht es meistens um Lifestyle-Themen und Vlogs und ich nehme euch sozusagen mit durch meinen Alltag. Und ja, und falls euch das interessiert, dann würde ich sagen, bleibt auf jeden Fall dran. Was ich gleich von vornherein nochmal sagen möchte, ich bin natürlich keine Ernährungsberaterin und auch kein Fitnesscoach. Also alles, was ich hier heute erzähle, ist vielleicht für manche laienhaft. Ich kann einfach nur das wiedergeben, was ich so in den letzten Jahr so für mich davon mitgenommen habe und wie ich das erlebt habe. Aber falls sich diese Themen triggern oder du dich nicht damit wohlfühlst, dann würde ich dir empfehlen, dir auf jeden Fall ein anderes Video auf meinem Kanal anzuschauen. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt mal. Ich habe für mich persönlich festgestellt, dass mein Wohlfühlgewicht halt 69, 68 Kilo, 70 Kilo in dem Dreh sind. Da habe ich mich immer am wohlsten gefühlt. Und genau, und das hatte ich dann aber auch über viele Jahre so. Mein Gewicht fing sich an zu ändern während der Corona-Pandemie. Zu dem Zeitraum nahm ich halt immer mehr zu, obwohl ich schon angefangen habe, also schon vor vielen Jahren habe ich angefangen, Sport zu machen. Ich bin begeisterte Joggerin. Ich liebe Joggen, das mache ich mindestens 2-3 Mal die Woche. Ansonsten gehe ich auch noch mal 1 bis 2 Mal die Woche ins Fitnessstudio. Also Bewegung, da bin ich voll dabei. Aber ich habe halt trotzdem zugenommen, insgesamt halt 10 Kilo. Und am Anfang letzten Jahres war ich dann bei 80 Kilo. Und ich habe mich einfach, ich bin halt groß, deswegen, und es hat sich auch gut verteilt. Aber natürlich habe ich schon an meinen Beinen, Armen, Hüftebereich gemerkt, okay, gut, du hast halt schon jetzt zugenommen und ihr könnt euch ja auch meine Videos anschauen von vor einem Jahr oder 2023. Da hatte ich ja fast die ganze Zeit dieses Gewicht. Und es sah jetzt nicht so schlimm aus, aber ich selber habe mich halt immer unwohler gefühlt. Und dann waren wir letztes Jahr dann im Januar noch in London. Und danach habe ich gesagt, so, es muss sich jetzt was ändern. Ich hatte auch schon mal in der Zeit immer wieder probiert, Diäten habe ich gemacht und Low Carb und all solche Sachen, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Im Gegenteil, ich hatte immer das Gefühl, es wird schlimmer und ich habe danach noch dann Jojo-Effekte bekommen. Und ja, und irgendwie war ich dann sehr frustriert. Und ich weiß noch, ich habe dann mit meiner Mutter gesprochen und meine Mutter hat zu mir gesagt, zähl doch einfach Kalorien. Ich muss dazu sagen, ich hatte schon immer das Gefühl, dass ich mich jetzt nicht so schlecht ernährt habe. Also ich habe schon geschaut, dass ich Proteine zu mir nehme, viele Gemüse, ähm, Fette, Öle auch, also auch gute Sachen, also schon auch auf Omega-3 und nicht so diese richtig krassen, ungesunden Sachen habe ich eigentlich so gar nicht gegessen. Aber ich habe halt mich noch nie so richtig mit Kalorien beschäftigt. Ich wusste nicht, was hat wie viel Kalorien und wie viel Gramm sind das und all solche Sachen. Aber ich habe mir dann doch irgendwie aus Verzweiflung einfach irgendeine App runtergeladen, die erstbeste App. Und habe dann angefangen, das war am 1. Februar 2024, habe dann angefangen, mein Essen zu tracken. Und mir wurde dann ganz schnell klar, woran es lag, dass ich immer mehr zugenommen habe und woran es auch lag, dass ich nicht abnahm, weil einfach meine Kalorienzufuhr viel zu hoch war. Und durch diese App habe ich dann angefangen, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu entwickeln, was hat wie viele Kalorien. Ich habe dann sofort die App darauf eingestellt. Es gibt ja ganz viele Apps, aber in dieser App konnte man dann natürlich auch einstellen, wie hoch soll die Gewichtsabnahme innerhalb einer Woche sein. Ich habe natürlich dann sofort, bumm, 1 Kilo eingegeben. Das heißt, ich hatte dann
pro Tag 1300 Kalorien bei meiner Körpergröße, bei meinem Alter. Und ja, das war natürlich am Anfang erstmal eine Umstellung, aber ich muss sagen, es hat mich sehr, sehr, sehr motiviert. Die ersten 1 bis 2 Kilos purzelten schon nach 2 bis 3 Wochen. Ich habe ja schon vorher Sport gemacht, aber diese App hat mich einfach super, super motiviert, noch mehr Sport zu machen. Das heißt, mich noch mehr zu bewegen, mehr Fahrrad zu fahren, mehr zu Fuß zu machen, mehr spazieren noch zu gehen. Also nicht nur dieser Gedanke immer, ja, ich gehe joggen und ich gehe zweimal die Woche ins Fitnessstudio, sondern auch allgemein sich mehr zu bewegen. Und das hat mich einfach super motiviert, weil ich mir natürlich durch Bewegung Kalorien dazu verdienen konnte. Und irgendwie hat das einfach super toll mit meinem Belohnungssystem in meinem Kopf funktioniert. Das heißt, ich wusste, okay, wenn ich jetzt heute noch hier mal eine halbe Stunde um den Block laufe, wenn ich dann doch joggen gehe und es nicht heute ausfallen lassen als Beispiel, dann kann ich mir über den Tag Kalorien dazu verdienen und kann mehr essen. Aber trotzdem, gleichzeitig bin ich immer natürlich unter meinem Kaloriendefizit geblieben. Ich habe dann innerhalb von 3 Monaten 10 Kilo abgenommen und war dann halt auf meinem Wunschgewicht. Das war dann so Anfang Mai. Ja, genau, Anfang Mai. Und ab dem Zeitraum habe ich dann halt auch angefangen, natürlich halt meine Kalorienzufuhr wieder zu erhöhen. Das heißt, auf das, was ich am Tag eigentlich essen darf. Plus natürlich, wenn ich Sport mache, kann ich mir noch Kalorien sozusagen dazu verdienen. Und ja, und seitdem mache ich das. Das heißt, ich tracke weiterhin. Ich trage jeden Tag ein, was ich esse, wie ich esse. Man entwickelt mit der Zeit dann auch ein Gefühl dafür, was hat wie viel Kalorien, was hat weniger Kalorien, was kann ich nehmen. Ich habe natürlich dann auch angefangen, halt bestimmte Lebensmittel durch gesündere zu ersetzen. Ich lasse Zucker fast, also wirklich extremst weg. Ich nasche aber auch mal Süßigkeiten, weil das war für mich war irgendwie immer so toll, dass ich alles essen kann, was ich will. Also ich muss auf nichts verzichten. Ähm, aber ich habe irgendwie ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Und ich weiß dann halt, okay, wenn ich halt 4 Haribos esse, dann sind das 100 Kalorien als Beispiel. Und wie viel Gramm die haben. Am Anfang habe ich halt auch super, super viel abgewogen. Das mache ich jetzt auch nicht mehr. Ich mache viel nach Gefühl. Und weil ich es einfach einschätzen kann und ich liege meistens halt auch richtig. Am Anfang ist die Waage einfach mein bester Freund gewesen. Ich habe irgendwie alles abgewogen und jetzt ist es natürlich auch so, dass wenn ich manchmal unsicher bin bei einem Lebensmittel, dann wiege ich das nochmal ab, aber das speichere ich dann irgendwie in meinem Kopf ab und dann weiß ich halt, das hat so und so viel Gramm und so viele Kalorien. Und natürlich die App hilft ein. Ne? Man gibt ja dort alles ein. Vieles ist auch schon eingegeben. Und so habe ich dann halt immer im Blick, wie viel ich halt noch essen darf heute, wie viel Kalorien ich noch übrig habe. Und ich habe natürlich dann, als ich mein Wunschgewicht gehabt habe, habe ich dann natürlich auch die Kalorienzufuhr erhöht auf das, was ich essen darf und habe natürlich, plus natürlich durch Sport verdiene ich mir natürlich auch Kalorien dazu. Und aber ich halte mein Gewicht. Also mein Gewicht, natürlich schwankt es auch mal zwischen 1 Kilo manchmal. Ich hatte auch mal jetzt Tage, wo ich drüber war, wo ich mehr gegessen habe. Es gab auch schon mal einen Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt bin ich ein bisschen zu weit runter. Dann war ich plötzlich auch bei 67 Kilo. Und wie schon gesagt, für mich mein Idealgewicht, mir persönlich, wo ich mich am wohlsten drin fühle, sind halt immer 69 Kilo, 68, 70 Kilo. Und in dem Rahmen möchte ich mich halt auch immer bewegen. Und das schaffe ich halt auch. Und ich kann gefühlt halt alles essen. Ich muss auf nichts verzichten. Und aber gleichzeitig habe ich natürlich viel mehr gesündere Lebensmittel, weil viele von denen ja natürlich nicht so viele Kalorien auch haben, in meinen Ernährungsplan eingebaut. Ich dachte, ich zeige euch jetzt gleich dann halt nochmal die App, für welche ich mich entschieden habe. Keine Sorge, dieses Video ist nicht gesponsert. Ich habe diese App runtergeladen, man kann die frei erstmal nutzen. Ich habe dann irgendwann ein Abo abgeschlossen und ich komme mit dieser App super gut klar, weil diese App halt keinen Schnickschnack hat. Man sieht ganz leicht, wie viel
ja, wie viel Kalorien man am Tag noch übrig hat. Man kann das alles ordentlich eingeben. Ich Deine Werte von zum Beispiel einer Smartwatch werden auch dort in übertragen, und so rechnet er dann halt noch aus, wie viel du noch hast, wie viel du zuletzt verdient hast. Also die App ist halt sehr spartanisch und sehr einfach aufgebaut, und das reicht mir halt auch. Also ich brauche dann jetzt nicht irgendwie noch 150 Bananenbrotrezepte oder irgendwie sowas. Deswegen, und für meine Bedürfnisse reicht das. Es gibt aber auch super, super viele andere Apps, wo man einfach Kalorien tracken kann. Wie schon gesagt, ich bin persönlich mit dieser Methode sehr, sehr, sehr zufrieden und komme damit gut klar. Es ist aber auch nicht für jeden was. Also ich kenne auch Leute, die damit Probleme haben. Ich habe das auch schon anderen Menschen, die mich danach gefragt haben, halt empfohlen, und die haben gesagt, ah nee, für mich ist das nichts. Ich sag mal so, jeder muss da seinen eigenen Weg finden. Aber was ich einfach als positiv sehe, ist, dass diese App oder das Tracken der Kalorien mich dazu motiviert hat, mich erstens mehr zu bewegen, und denkt bitte jetzt nicht, dass ich jeden Tag ins Fitnessstudio laufe. So eine Person bin ich auch nicht. Aber ich habe mir dann auch eine Smartwatch geholt. Ich habe jetzt hier eine Apple Watch. Es gibt natürlich aber auch günstigere Alternativen. Und ich liebe diese Apple Watch. Ich liebe das total, dass ich immer sehe, wie viel bin ich heute schon gegangen, wie viele Schritte habe ich. Ich kann natürlich damit meine Sportarten dann machen, und das wird dann alles in die App auch übertragen. Es ist nicht immer hundertprozentig genau. Ich muss manchmal auch selber noch ein bisschen was nachtragen. Das geht halt auch. Und ich habe mir halt Ziel gesetzt, jeden Tag mich mindestens 30 Minuten zu trainieren. Trainieren bedeutet aber auch 30 Minuten spazieren gehen, 30 Minuten mich einfach sportlich zu betätigen, dass ich halt mindestens 250 Kalorien am Tag verbrauchen möchte und 9 Minuten stehen. So habe ich das jetzt hier auf meiner Apple Watch eingetragen, also meine Ringe, um meine Ringe sozusagen zu schließen. Und ich muss auch sagen, ich bin da sehr motiviert. Also selbst an Tagen, wo ich krank bin oder es mir auch mal nicht gut gegangen ist, bin ich schon so, dass ich dann wenigstens eine halbe Stunde um den Block spazieren gegangen bin. Also jetzt nicht laufen oder sowas, aber schon an die frische Luft mich bewegen. Und ja, das ist halt so auch mein Tipp, auch für die Leute, die sagen, ja, nee, ich kann kein Fitnessstudio, ich kann nicht joggen gehen oder was auch immer. Bewegung, 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 dann geht einfach spazieren. Manchmal bekomme ich durch meine Bewegung am Tag, das ja keine richtig krasse körperliche Anstrengung ist, sondern einfach, weil ich viele Sachen zu Fuß mache. Ich gehe zur Paketstation, ich gehe zu Fuß zum Rossmann einkaufen. Ich bin auch schon mal hier ich wohne ja in Hannover. Zu Fuß laufe ich in die Stadt, anstatt mit der Straßenbahn zu fahren oder mit Auto oder Fahrrad. Im Sommer natürlich noch mehr. Ich bin halt sehr viel auch mit dem Fahrrad unterwegs. Das Gute ist natürlich, hier in Hannover ist es zwar eine Großstadt, aber man kann alles immer noch gut mit Fahrrad erreichen. Und ich versuche wirklich immer, mich mehr zu bewegen. Ich persönlich habe mir einmal einen Ganzkörpertrainer gekauft. Der war auch jetzt nicht so teuer. Den habe ich mir in der Corona-Pandemie geholt. Und mit diesem Gerät kann man sozusagen halt seinen ganzen Körper trainieren mit seinem Eigengewicht. Ich mag das sehr gerne, das gerade mal so auch an Tagen zu machen, wo ich keine Lust habe, irgendwie mal ins Fitnessstudio zu gehen. Oder halt zum Beispiel nach dem Joggen gehe ich noch mal 10 Minuten auf dieses Gerät. Es ist schon persönlich, finde ich, sehr körperlich anstrengend, und es geht auch schon sehr in die Arme und so, und man bekommt da schon einen guten Muskelkater auch von. Also, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es auch noch nie länger geschafft, als 20 Minuten zu machen mit Unterbrechungen. Aber ich finde es ein tolles Teil, weil es halt sehr leicht verstaubar ist und weil man sozusagen damit den ganzen Körper trainieren kann. Es stand aber auch schon bei mir mal 'ne längere Zeit im Keller. Ich habe es jetzt vor Kurzem wieder hochgeholt, um zwischendurch dann damit mal noch ein Körpertraining zu machen. Ich mache ja auch eine Bürokundentätigkeit. Das heißt, ich arbeite halt auch aus dem Homeoffice, insgesamt 2 bis 3 Tage die Woche. Und ich habe mir, das hatte ich ja an euch in einem meiner letzten Vlogs schon gezeigt, im Dezember einen höhenverstellbaren Schreibtisch für mein Zuhause zugelegt und ein Walking Pad.
Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, dieses Walking Pad ist für mich ein absoluter Gamechanger geworden, weil ich so schon innerhalb meiner Arbeitszeit Schritte sammeln kann, mich bewegen kann, schon mal meinen Tagessoll an Bewegungen voll machen kann, meinen Trainingsring schließen. Und ich liebe das, auf diesem Walking Pad zu laufen. Es ist zum Gehen gedacht, zum Schnellgehen. In der höchsten Stufe kann man auch leichtes Joggen machen, aber generell ist es eigentlich eher zum Walken und dafür nutze ich es halt auch. Aber man kann auch ziemlich recht zügig gehen und ich liebe das einfach. Das ist so eine tolle Sache für mich. Es ist leicht verstaubar, es kostet auch nicht die Welt und ich kann immer, auch wenn ich zum Beispiel heute haben wir es hat geschneit, es ist wirklich, wie viel Grad haben wir jetzt? Sind -1 Grad. Und wenn man dann zum Beispiel sagt, heute habe ich jetzt wirklich keine Lust draußen spazieren zu gehen, wobei ich das trotzdem jedem empfehle, bei jedem Wetter. Ich gehe auch ich gehe auch bei solchem Wetter halt raus oder auch joggen. Aber dieses Walking Pad ist wirklich absolut, also ich finde das total toll und ich kann euch das sehr empfehlen. Ich habe euch mal meinen Schreibtisch und das Walking Pad unten markiert. Das habe ich auch von meinem eigenen Geld gekauft, also das ist auch nicht gesponsert oder so. Und ich bin wirklich damit sehr, sehr, sehr zufrieden. Und ich finde, so mit diesem Heimtrainer und dem Walking Pad ist man eigentlich zu Hause perfekt ausgestattet. Und ich nutze das sehr, 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 sehr gerne. Genau, und ansonsten habe ich halt auch mein Fitnessstudio, also über meinen Arbeitgeber, das nennt sich Hansefit bei uns, habe ich die Möglichkeit, in verschiedenen Fitnessstudios in ganz Deutschland zu trainieren. Ich versuche da mindestens zweimal die Woche auch hinzugehen. Ich hatte mir auch mal von einem Trainer damals einen Plan erstellen lassen, den ich immer abtrainiere. Also ich mache da schon ein Ganzkörpertraining. Aber generell ist es jetzt so, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben auch da Erfolge sehe. Also ich sehe schon, dass meine Arme definierter geworden sind, dass ich mehr Bauchmuskeln bekommen habe. Und das motiviert einen, finde ich halt persönlich sehr. Und und das ist halt alles, was ich mache, sozusagen, um auch mein Gewicht zu halten. Ich dachte, ich gebe euch das heute einfach mal so ein bisschen weiter, weil ich immer wieder auch danach gefragt wurde, wie ich es geschafft habe, so abzunehmen, auch unter Freunden. Und das ist das, was ich tue. Für mich funktioniert diese Methode am besten und ich bin sehr dankbar, dass ich das so für mich jetzt rausgefunden habe. Und ich glaube auch, dass ich es damit schaffen werde, mein Gewicht so zu halten, mich fit zu halten, gesund zu halten. Und ich habe euch natürlich die App, die Geräte, alles, was ich benutze, unten in der Infobox markiert. Also falls euch das interessiert, dann schaut da gerne nochmal nach. Aber wie schon gesagt, es gibt auch ganz viele andere Apps, womit man seine Kalorien tracken kann. Und natürlich auch noch andere Möglichkeiten, aber das ist das, was ich mache. Ihr süßen Mäuse, ich hoffe, dieses Video hat euch Spaß gemacht und war informativ. Ich habe ja schon länger so ein Talking-Video nicht mehr gemacht, aber ich fand es ganz cool, einfach darüber heute mal so ein bisschen zu erzählen. Und wenn ihr gerne noch andere Themen habt, über die ich gerne sprechen soll oder was euch interessiert, dann schreibt mir das gerne alle in die Kommentare. Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, darüber würde ich mich sehr freuen. Falls du neu gelandet bist, lass mir gerne ein Abo da und wäre Teil dieses Kanals. Ich versuche mindestens 2-mal im Monat, wenn nicht sogar 3-mal im Monat ein Video hochzuladen. Klappt mir nicht immer, hatte jetzt auch einen kleinen Break nach meiner Vlogmas-Phase, aber ich bin sehr motiviert und und ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Deswegen vielen Dank für euren Support. Und und dann sehen wir uns ganz schnell im nächsten Video. Bis dann.